Vielleicht bist du in Europa aufgewachsen und du triffst Menschen, die im Orient aufgewachsen sind und jetzt deine Nachbarn sind. Da gibt es leicht kulturelle Missverständnisse. In diesem Video siehst du 30 kulturelle Tipps, damit man sich besser versteht. Es sind jedoch keine Gesetze. Jeder Mensch lebt seinen Glauben anders, streng oder liberal. Jeder hat seine Kultur und du musst sehen, was zu deiner Situation passt. Fangen wir an. Wenn du eingeladen wirst, dann zieh bitte an der Wohnungstür deine Schuhe aus. Als Gastgeschenk kannst du besonders bei Muslimen Nüsse, Pistazien und Tee mitbringen, aber kein Alkohol oder Süßigkeiten mit Gelatine. Eine Person des gleichen Geschlechts darfst du herzlich umarmen und begrüßen. Vermeide aber den Körperkontakt mit einer Person des anderen Geschlechts. Als Begrüßung genügt dann zum Beispiel ein einfaches Kopfnicken. Außer, dir wird die Hand zuerst gereicht. Benutze zur Begrüßung und zum Essen nur die rechte Hand. Die linke Hand gilt als unrein. Das gilt leider auch für Linkshänder. Außer wenn man mit Gabel und Messer isst. Setz dich zu einer Person deines Geschlechts als Mann zu einem Mann, als Frau neben eine Frau. Überhaupt solltest du dich als Frau, aber auch als Mann möglichst bedeckt kleiden. Vermeide hautenge Kleidung, kurze Röcke oder einen zu tiefen Ausschnitt. Begrüße zuerst die Älteren. Sie werden besonders geehrt. Putz deine Nase nicht laut, geh lieber auf die Toilette. Sei nicht irritiert, wenn der Fernseher anbleibt und die Kinder laut sind. Das gehört dazu. Zeig nicht mit der Fußsohle auf eine Person. Grundsätzlich gilt, wenn du einer anderen Meinung als dein Gast bist, sag es nur sehr indirekt. Einen Fehler bitte nicht sofort und höchstens indirekt ansprechen. Am besten über einen Vermittler. Es gilt als sehr verletzend, im Beisein von anderen kritisiert zu werden. Übrigens, du ehrst eine Person mehr, indem du sie zu Hause auch unangemeldet besuchst, als dass du zu deiner Wohnung einlädst. Wenn du aber jemanden einlädst, dann beachte: Pünktlichkeit wird ganz unterschiedlich verstanden. Im Orient sind eine halbe Stunde bis zu 2 Stunden Verspätung noch in Ordnung, je nachdem aus welchem Land du kommst. Vielmehr kann es als unhöflich verstanden werden, genau zu der verabredeten Uhrzeit zu kommen. Viele Muslime halten Hunde für unrein. Wenn du einen Hund hast, sollte er nicht dabei sein. Wenn dein Gast westliche Kulturen wenig kennt, dann erklär ihm bitte, was du tun wirst. Bei vielen orientalischen Familien wird erst ein Getränk, dann etwas zu essen und am Ende Obst serviert. Wenn du sofort Obst servierst, könnte sich dein Gast denken: Ich glaube, die wollen, dass ich gehe. Frage deinen Gast immer wieder, ob er etwas zu trinken oder essen möchte. In vielen Kulturen muss man 3-mal ablehnen, bevor man eine Einladung annehmen darf. Wenn du nur einmal fragst, könnte dein Gast denken: Eigentlich will ich denen gar keine Umstände bereiten. Koche das, was du gut kochen kannst, und koche viel davon. Probier am Anfang aber nicht etwas aus ihrer Heimat zu kochen. Bete ruhig vor dem Essen. Glauben wird respektiert, doch tu es nicht nur, damit du dafür gesehen wirst. Du kannst ruhig davor fragen, ob du vor dem Essen beten darfst. Und dann habt ihr gleich ein gutes Gesprächsthema. Worüber du sprechen kannst? Neutrale Themen am Anfang sind zum Beispiel das Heimatland, die Familie, die Arbeit, oder du kannst dir auch ihre Bilder zeigen lassen. Bei Flüchtlingen frage lieber erstmal nicht, warum oder wie sie gekommen sind. Sie könnten sich leicht kontrolliert fühlen. Kritisiere am Anfang der Beziehung nicht Mohammed, den Koran oder die Politik ihres Landes und so weiter. Vielleicht kannst du ein Gespräch gewinnen, aber du wirst die Person verlieren. Wenn ihr über die westliche Christenheit sprecht, dann mache klar, dass auch du darüber traurig bist, wie wenige wirklich Jesus nachfolgen. Es wird sehr geschätzt, wenn du einen Gast segnest oder für eine persönliche Not um Gottes Hilfe bittest. Direkt an Ort und Stelle. Lege die Bibel oder den Koran nicht auf den Boden. Behandle sie als etwas Wertvolles. Viele sind frustriert, weil sie Probleme mit der Sprache und Verständigung haben. Du kannst helfen, wenn du mit zu den Behörden gehst oder die Briefe von Behörden erklärst. Wenn der Gast dich um etwas bittet und du willst Nein sagen, sag es indirekt. Erkläre, warum es nicht geht. Ein einfaches Nein ohne Begründung kann verletzend sein. Nimm dir den Nachmittag Zeit für deinen Besucher. Gastfreundschaft wird hoch geschätzt. Wenn der Gast gehen will, dann bitte ihn noch ein wenig zu bleiben. Das ist ein Höflichkeitsritual. Keine Angst vor Fehlern. Dein Besucher wird diese Fehler großzügig übergehen. Die Sprache der Liebe ist entscheidend. Du musst nicht alles richtig machen. Bei einigen dieser Punkten wirst du vielleicht denken: Warum soll ich mich anpassen? Warum soll ich mich als Frau bedeckt anziehen? Die sind doch hergekommen und müssen sich anpassen. Langfristig werden unsere neuen Nachbarn auch vieles über die Kultur lernen müssen. Doch du kannst helfen, dass dieses fremde Land für sie schneller zur Heimat wird. Die Gedanken sind nur Tipps für die ersten Kontakte. Bedenke aber, du bist ein Botschafter deiner Werte und du beeinflusst damit, ob du es willst oder nicht. Auf welche Weise willst du bei deinen Gästen in Erinnerung bleiben? Ist es dein Ziel, dass sie deine Kultur annehmen und ihre Kultur aufgeben? Viele unserer Gewohnheiten haben mehr mit unserer Gesellschaft als mit Gottes Geboten zu tun. Das Wichtigste ist, dass du mit offenem Herzen kommst. Dein Gast wird das merken.
wenn du seine Kultur respektierst, wenn du als Lernender kommst, wenn du gut zuhörst und dich nicht für etwas Besseres hältst. So können echte Freundschaften entstehen. Zum Schluss noch ein wichtiger Bibelvers für Christen. Er soll dich motivieren, deine Kultur zu hinterfragen und zu sehen, worum es wirklich geht. Und hier noch ein paar Videotipps.